Die Forschung zur Fibromyalgie nimmt gerade richtig Fahrt auf. Wieder gibt es eine neue, spannende Studie, veröffentlicht im Mai 2025, und die passt perfekt zu dem, was andere aktuelle Studien bereits gezeigt haben. Das ist, als würden sich die Puzzleteile endlich zusammenfügen und zum ersten Mal entsteht ein klareres Bild, warum wir Betroffene diese Erkrankung so spüren, wie wir sie spüren. Denn die meisten von uns fragen sich ja schon seit Jahren, warum sie so viele verschiedene und beeinträchtigende Symptome haben. Und genau dazu gibt es jetzt spannende Antworten, auf die ich gleich genauer eingehen werde. Ich bin Carola Schröder, beschäftige mich seit vielen Jahren intensiv mit Fibromyalgie und begleite andere Betroffene. Und darum habe ich mir die neuen Forschungsergebnisse angeschaut und so aufbereitet, dass ich sie selbst besser verstehe. Und genau das möchte ich dir heute weitergeben. Doch bevor wir gleich auf die neuesten Studien schauen, lass uns erst einen Blick darauf werfen, welche Erklärungen es bisher für Fibromyalgie gab. Bis heute gibt es ja Ärzte, die bei Fibromyalgie von Einbildung oder von einer gestörten Kindheit sprechen. Und selbst wer die Krankheit anerkennt, der greift meist auf die Erklärung Schmerzverarbeitungsstörungen zurück. Ganz falsch ist das wahrscheinlich auch nicht, aber bisher klang das so, als würde das einfach alles im Kopf entstehen, als sei die Psyche verantwortlich. Und die aktuellen Studien zeigen jedoch, ja, die Schmerzverarbeitung ist in gewisser Weise gestört, aber nicht wegen der Psyche, sondern weil das Immunsystem über Autoantikörper direkt auf das Nervensystem und auch auf die Mastzellen einwirkt. Und genau hier setzen die neuen Forschungsergebnisse an. Stück für Stück zeigen sie, dass eben doch mehr dahinter steckt. Und ich möchte jetzt als erstes auf die bisher wichtigsten Puzzleteile schauen, bevor wir uns die neueste Studie zu den Mastzellen angucken. Ja, vor einigen Jahren, da sorgte eine Mäusestudie für Aufsehen. Da hat man Antikörper von Fibromyalgie-Betroffenen auf Mäuse übertragen. Und die entwickelten dann ähnliche Symptome. Und das allein ist ja schon spannend. Und in diesem Video gehe ich auch genauer darauf ein. Schau da gerne mal rein, denn die Mäuse wurden auch wieder beschwerdefrei. Ja, und dann kam im Februar 2025 die Würzburger Studie. Und die zeigte, Autoantikörper greifen Strukturen im Nervensystem an. Genauer gesagt im Nervenknoten im Rückenmark, wo Schmerzsignale ankommen und weitergeleitet werden. Interessant, oder? Ich finde das total interessant. Und eine weitere Würzburger Arbeit aus Dezember 2024, die fand bei Fibromyalgie-Betroffenen typische Veränderungen kleiner RNA-Stücke im Blut und in der Haut. Das sind Moleküle, die mitbestimmen, wie unser Körper Gene einsetzt. Und diese Veränderungen an diesen RNA-Molekülen, die waren so deutlich, dass sie in Zukunft möglicherweise als Grundlage für eine sichere Diagnose dienen könnten. Das ist Wahnsinn, oder? Ich finde das ganz, ganz toll, dass das so vorangeht. Das alles klingt jetzt vielleicht ein bisschen technisch für dich, aber du wirst gleich erkennen, wie all das mit den typischen Fibromyalgie-Symptomen wie Schlafproblemen, Erschöpfung, Schmerzen und so weiter zusammenhängt. Ja, auch andere Ansätze passen ins Bild. In einer randomisierten Studie aus 2024 senkte hochdosiertes Omega-3, was ja Entzündungen hemmt, die Schmerzwerte bei Fibromyalgie-Betroffenen. Und auch auf diese Studie bin ich bereits genauer eingegangen. Das ist auch wirklich spannend. Da findest du mehr dazu in diesem Video hier. Den Teilnehmern ging es damit deutlich besser als der Vergleichsgruppe. Und dann möchte ich jetzt noch kurz eingehen auf die Marburger Studie, denn manche von euch fragen mich immer wieder danach. Die läuft ja schon seit mehreren Jahren und auch in diesem Video gehe ich darauf genauer ein. Dort wird ein spezielles Training erforscht, das über die Barorezeptoren im Blutgefäßsystem ansetzt. Brauchst du dir nicht merken. Normalerweise regulieren diese Rezeptoren unseren Blutdruck, aber weil sie eng mit dem Nervensystem verbunden sind, kann man durch dieses Training auch indirekt die Nervensensibilität und damit die Schmerzverarbeitung beeinflussen. Das ist doch spannend. Und die Ergebnisse zeigen, bei vielen Teilnehmern gingen die Schmerzen deutlich zurück. Ich selbst bin auch für diese Studie angemeldet, schon seit einigen Jahren, aber wegen Personalmangels verzögert sich mein Termin noch, so war die Auskunft, aber die haben mich wohl auf dem Schirm, hoffe ich jedenfalls. Für mich ist das spannend, weil es zeigt,
man kann etwas bewirken. Nicht mit Medikamenten, sondern mit speziellem Training. In diesem Fall durch ein besonderes Gerät. Ja, all diese Ergebnisse waren schon beeindruckend an sich. Doch die neueste Studie aus Mai 2025, die macht das Bild noch etwas klarer, finde ich jedenfalls. Ganz interessant. Denn diese neue Studie bringt jetzt noch ein weiteres wichtiges Puzzleteil ins Spiel, und zwar die Mastzellen. Und an dieser Stelle wird es, finde ich jedenfalls, für uns Betroffene besonders spannend. Denn Mastzellen, das sind spezielle Immunzellen, die Botenstoffe ausschütten. Zum Beispiel Histamin, das viele von euch kennen, aber auch noch ganz viele andere Stoffe. Und die besitzen verschiedene Rezeptoren, diese Mastzellen. Und je nachdem, welcher Rezeptor aktiviert wird, schütten sie einen ganzen Cocktail an bestimmten Stoffen aus. Und in der Studie, da hat man beobachtet, dass Antikörper von Fibro-Betroffenen einen bestimmten Mastzellrezeptor stimulieren. Und dadurch kommt es vor allem zu einer vermehrten Ausschüttung von IL-6. Das ist ein Signalstoff, der die Nerven empfindlicher macht. Also das bedeutet mehr IL-6, mehr empfindliche Nerven. Das passt doch, oder? In Tierversuchen zeigte sich, fehlt dieser Rezeptor oder wird er blockiert, dann trat diese Überempfindlichkeit nicht auf. Und das ist ein starker Hinweis darauf, dass Mastzellen eine zentrale Rolle spielen bei Fibromyalgie. Und es könnte erklären, warum schon kleine Reize bei Fibromyalgie wie starke Schmerzen wirken und warum auch andere typische Symptome wie Schlafprobleme, Fatigue, Konzentrationsstörungen und andere bei Fibromyalgie auftreten. Ja, für mich ist das schon echt ein Ding, denn ich habe ja seit vielen Jahren die Diagnose Mastzellaktivierungssyndrom. Ich habe mich da nie so wirklich drin, das heißt am Anfang schon, aber ich habe es irgendwann links liegen gelassen. Und auch aus dem Austausch mit euch weiß ich, dass einige die Mastzellen schon länger auf dem Schirm haben. Jetzt möchte ich natürlich unbedingt von euch wissen, was sagt ihr dazu? Wie denkt ihr darüber? Was macht das mit euch? Schreibt mir in die Kommentare, auch wenn ich nicht mehr jeden Kommentar beantworten kann. Ja, wenn man all diese Ergebnisse zusammenbringt, dann erkennt man eine Gemeinsamkeit. Jede Studie beleuchtet zwar einen anderen Aspekt, also da haben wir die Antikörper, wir haben dann die Mastzellen, die RNA-Marker, die Barorezeptoren aus Marburg, das Omega-3 und trotzdem zeigen alle in dieselbe Richtung, und zwar Fibromyalgie hängt eng mit dem Zusammenspiel von Immunsystem und Nervensystem zusammen. Für uns Betroffene sind diese Erkenntnisse enorm wichtig, weil es viele alte Vorurteile widerlegt. Und es erklärt, warum die Symptome so vielfältig sind. Und auch wir können inzwischen dann uns auch erklären damit. Und das führt uns zur nächsten wichtigen Frage: Was heißt das jetzt praktisch für uns Betroffene? Vielleicht denkst du jetzt gerade, ja schön und gut, aber was bringt mir das in meiner Situation? Und auf den ersten Blick ändert sich natürlich auch nichts, weil es sicherlich noch einige Jahre dauern wird, bis wir in den Arztpraxen die passende Hilfe erhalten. Aber wenn man genauer hinschaut, dann gibt es durchaus einiges, was wir tun können, um uns bis dahin irgendwie über Wasser zu halten, sage ich mal. In Bezug auf die Mastzellen bedeutet das, für diesen speziellen Signalweg, über diesen Rezeptor, bei dem Mastzellen vermehrt IL-6 ausschütten, da gibt es bislang zwar noch keine direkte Therapie, aber man kann versuchen, die Mastzellen insgesamt zu stabilisieren, dass die ruhiger werden. Zum Beispiel, das ist jetzt ruhiger werden natürlich kein Fachbegriff, ne, das sage ich jetzt so, zum Beispiel über gezielte Nahrungsergänzung, über das Meiden von Triggern, dass man da so ein bisschen schaut, was triggert denn die Mastzellen, und über das Senken von Stress. Und auch Antihistaminika oder Chromoglycinsäure zum Beispiel könnte hier ein Thema sein. Das Ganze natürlich am besten in ärztlicher Begleitung, das ist klar. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich dazu noch ein separates Video mache. Das ist ja eigentlich gar nicht anders vorstellbar. Also noch ein bisschen Geduld. Auf das Immunsystem bezogen ist in meinen Augen eine kohlenhydratarme und antientzündliche Ernährungsweise zu empfehlen. Wenn du dabei Unterstützung benötigst, sprich mich einfach an. Vielleicht weißt du, ich biete Coaching an und Infos findest du in der Videobeschreibung. Und auch noch weiteres ist natürlich wichtig für das Immunsystem.
Omega-3, gerade schon genannt, ein unglaublich wichtiges Thema in diesem Zusammenhang. Und ich betone das ja auch immer wieder in meinen Videos. Aber bitte jetzt nicht einfach irgendein Produkt aus Supermarkt oder Drogerie nehmen, denn viele davon sind viel zu niedrig dosiert oder nicht von ausreichender Qualität. Und warum das so ist und worauf es da ankommt, darauf gehe ich in diesem Video hier ein. Vielleicht interessierst du dich auch für eine Blutanalyse, um mal zu schauen, wie das Omega-3 bei dir überhaupt aussieht. Bei mir gibt es das inklusive Omega-3-Beratung. Und wenn du dich auch für ein gutes Omega-3-Produkt interessierst, für all das findest du Infos in der Videobeschreibung. Ja, das Immunsystem kann man in vielen Fällen sicherlich auch noch mit einigen weiteren Nährstoffen gut unterstützen. Und es gibt auch Methoden, mit denen wir unser Nervensystem etwas beruhigen können. Und wenn dich diese beiden Dinge genauer interessieren, habe ich dazu 2 Videos für dich. Hier in diesem bekommst du einen Überblick über gute Ansätze für das Immunsystem. Und hier zeige ich dir Lösungen, um das Nervensystem ein bisschen zu beruhigen. Ich danke dir fürs Zuschauen und freue mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist. Bis bald.